In diesem Video erfährst du, ob sich die Aufbereitung für dein Auto noch lohnt. In diesem Video zeigen wir dir objektive Kriterien, anhand derer du dein Auto beurteilen kannst und dann entscheiden kannst, ob sich eine Aufbereitung noch lohnt und vor allen Dingen, in welchem Umfang sie sich lohnt. Und wenn du sie nicht selber machst, sondern machen lässt, wie viel Geld du dafür ausgeben musst oder auch kannst. Wir haben hier ein perfektes Beispiel. Wir zeigen euch mal, was hier Schönes steht. VW EOS, ungefähr 15 Jahre alt, und da denkt man sich doch, das Fahrzeug hier eine Aufbereitung, Räder sind hier schon abgeschraubt, was haben die Jungs denn davor? Lohnt sich das denn überhaupt? Und unabhängig davon, was du für ein Auto fährst und ob es sich lohnt, zeige ich euch, warum es sich bei dem Auto besonders lohnt. Denn wir haben ja tatsächlich ein seltenes Modell, Mo. Halt mal die Kamera hier drauf. Das verrät schon, wir haben hier einen EOS mit einem R32 Motor, relativ selten. Ich habe gerade mal im Netz geguckt, bei Mobile stehen nur noch 20 drin. Und gerade deswegen lohnt sich das in dem konkreten Fall schon. Kriterium Nummer 1, technischer Checkup. Als allererstes solltest du natürlich checken, ob dein Auto technisch erhaltenswert ist. Ob du gravierende Mängel am Motor, Getriebe, Fahrwerk, Achsaufhängung, was auch immer hast, die einem langfristigen Erhalt des Fahrzeugs entgegenstehen. Hier unser Tipp, geh einfach mal zum ADAC, TÜV, DEKRA oder einer anderen Prüforganisation. Die bieten meistens einen Gebrauchtwagencheck nach verschiedenen oder in verschiedenen Umfängen an. Kostet so ab 60 bis 160 Euro. Kann ich jedem empfehlen, der bei seinem Auto einfach mal durchchecken lassen will, ob das Auto noch erhaltenswert ist oder vorm Fahrzeugkauf steht und die Technik überprüfen lassen will. Kriterium Nummer 2. Schaut euch unbedingt den Karosseriezustand an, insbesondere das Thema Rost ist natürlich ein großes Thema. Wenn das Fahrzeug gerne in den Radläufen, gerne im Schwellerbereich oder an anderen typischen Bereichen, da musst du dich bei deinem Auto mal informieren, welche das sind. Wenn dort schon Rost vorhanden ist, dann ist die Erhaltenswertigkeit, sage ich mal, oder ist es nicht mehr unbedingt wert, das Auto zu erhalten. Auch hier hilft dir so ein Gebrauchtwagencheck, denn dort wird auch nach Rost geguckt. Ansonsten, wenn du nicht auskennst, kannst du natürlich die neuralgischen Punkte selber überprüfen. Kriterium Nummer 3. Dellen und sehr tiefe Lackkratzer. Überprüft das Fahrzeug unbedingt auf Dellen und sehr tiefe Lackkratzer, die der Lackierung bedürfen. Auch hier wieder der Verweis, ein Gebrauchtwagencheck erfasst auf jeden Fall Dellen. Tiefe Kratzer immer je nach Gutachter, aber guck dir auf jeden Fall an, ob Sachen im Lack vorhanden sind, Schäden im Lack vorhanden sind, die durch eine Aufbereitung nicht beseitigt werden können, und bewerte den Umfang, ob es sich lohnt, hier eine Fahrzeugaufbereitung zu machen oder erst lackiert werden muss. Kriterium Nummer 4. Check das Auto auf jeden Fall auf Nachlackierungen. Das erkennst du an der Lackstruktur oder an der Lackschichtdicke. Dazu haben wir ja neulich schon mal ein Video gemacht. Oder aber auch hier hilft dir der Gebrauchtwagencheck generell dabei, solche Sachen aufzudecken. Denn dort wird immer eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt, sodass du sicher sein kannst, dass das Fahrzeug zumindest fachgerecht nachlackiert wurde und dir nicht irgendwann der Reparaturlack runterfällt, weil meterweise Spachtel runter ist. Kriterium Nummer 5. Check auch den Innenraum auf Schäden und stell fest, ob hier irgendwelche gravierenden Mängel vorliegen. Beschädigungen am Leder, Risse im Kunststoff, eine matte Tachoarmatur, also irgendwelche Schäden, die durch eine Aufbereitung nicht so einfach zu beheben sind. Bewerte diese Schäden und lass sie in deine Entscheidung mit einfließen. Kriterium Nummer 6. Jetzt gehen wir in die beseitigbaren Kriterien, also den allgemeinen Lackzustand im Sinne der Fahrzeugaufbereitung. Nimm dir am besten im sauberen Zustand eine starke Lichtquelle und leuchte auf den Lack und schau, was für ein Lackzustand vorherrscht. Hast du Swirls, also Waschkratzer, Hologramme, also Polierspuren oder einzelne tiefere Kratzer, die aber durch eine Aufbereitung beseitigt werden können. Hier kannst du schon mal einen groben Umfang der Aufbereitung abschätzen und auch festlegen und in deine Entscheidung mit einfließen lassen. Kriterium Nummer 7. Schau dir den allgemeinen Verschmutzungszustand des Fahrzeugs an. Jetzt geht es dabei nicht darum, ob das Auto gerade durch Matsch gefahren ist und sandige Türen hat, sondern guck in die Gummidichtung, guck in die Ritzen, guck in die Radhäuser, guck in die Einstiege, in den Motorraum, also überall in die Ecken und Kanten, wo eine Waschstraße nicht rankommt und wo sich der allgemeine Pflegezustand des Fahrzeugs ablesen lässt. Dieser Faktor entscheidet natürlich maßgeblich darüber, ob eine Aufbereitung sich lohnt oder nicht, denn ein sehr dreckiges, aber sonst intaktes Fahrzeug wird sich natürlich nach einer Aufbereitung in besonders schönem Glanz zeigen. Also eigentlich je dreckiger und dennoch ganz, desto besser für das Aufbereitungsergebnis. Kriterium Nummer 8. Check auf jeden Fall die Felgen, also nach allgemeinem Zustand. Das heißt, sind Kratzer da, sind Dellen da, Schrammen, Bordsteinschäden. Aber achte auch drauf, wie sieht das Felgenbett aus. Wenn es dir wichtig ist, dass deine Felge komplett sauber ist, gibt es einfach einen Pflegezustand bei Felgen, indem du sie einfach nicht mehr komplett sauber bekommst. Wenn sie wirklich jahrzehntelang nicht intensiv gewaschen wurden auf der Innenseite, bekommst du bestimmte Dinge einfach nicht mehr ab, also achte auch darauf. Ansonsten achte auf die Art der Felgen. Hast du eine normale gepulverte Alufelge, hast du eine lackierte Felge, eine hochglanzlackierte Felge, zum Beispiel Schwarz-Hochglanzfelgen, hast du eine glanzgedrehte Felge, also mit diesen schönen Alu-Optik
Bereichen, die dann unlackiert aussehen. Also das alles entscheidet auch über den Aufwand bei der Wiederherstellung von eventuellen Schäden. So eine glanzgedrehte Felge kostet locker mal 200-300 € in der Reparatur. Oder auch über die spätere Pflege. Also guck dir auf jeden Fall die Felgen an und lass sie in deine Bewertung mit einfließen. Kriterium Nummer 9. Kleine Ergänzung zum Reinigungszustand. Achte auch auf offensichtliche Nurverschmutzungen, Vogelkot, Insekteneinschläge, Wasserflecken, bei denen du vielleicht erstmal denkst, die lassen sich mit einer Wäsche entfernen. Häufig wirken diese chemisch so lange auf die Oberfläche ein, gerade bei ungepflegten Fahrzeugen, dass sie nachhaltige Schäden in der Lacksubstanz verursachen und dann nicht mehr entfernbar sind oder nur mit großem Aufwand. Deswegen guck auf jeden Fall auch nach diesen Faktoren. Kriterium Nummer 10. Zum Abschluss kommt es natürlich darauf an, was für ein Auto hast du eigentlich, beziehungsweise um welches Auto geht's. Das entscheidet natürlich über die Aufbereitungsfähigkeit eines Fahrzeugs. Wie viel Restwert von dem Fahrzeug ist noch da? Und viel wichtiger als der objektive Restwert, wie wichtig ist dir dieses Auto? Am Ende kann jemand einen 30 Jahre alten Polo im Restwert von 500 € trotzdem für mehrere tausend Euro aufbereiten lassen, wenn es die Substanz hergibt und das Auto ihm einfach viel wert ist. Das heißt, entscheide für dich einfach, wie viel ist dir dein Auto wert? Ist es ein Alltagsauto, was ein Gebrauchsgegenstand ist? Soll es demnächst verkauft werden? Oder ist es ein Fahrzeug, das du noch lange Jahre behalten willst, an dem du Spaß haben willst? Je mehr subjektiven persönlichen Wert dieses Auto dir bringt, desto mehr lohnt es sich auch in das Auto reinzustecken. Jetzt kennst du die 10 Kriterien, nach denen du Ausschau halten musst, wenn du bewerten möchtest, ob ein Fahrzeug eine Aufbereitung verdient hat oder nicht. Jedes einzelne Kriterium kann nicht objektiviert werden. Es gibt immer einen Ermessensspielraum bei dir. Du kannst bestimmte Dinge werten. Bist du Lackierer? Kennst du einen Lackierer? Kennst du gar keinen, musst du alles von Fremdfirmen machen lassen, kannst du es selber aufbereiten, brauchst du einen Aufbereiter. Also das alles muss von dir bewertet und miteinander in Verhältnis gesetzt werden und dann kannst du entscheiden, ob sich die Aufbereitung des konkreten Fahrzeugs für dich oder auch deinen Kunden lohnt. Bei dem Fahrzeug starten wir jetzt durch und so viel sei vorab schon mal gesagt, bei dem Fahrzeug kostet die Aufbereitung ungefähr 2000 €, deswegen bleibt dran, ich zeige euch, was wir dafür machen. Aber als allererstes schauen wir uns mal an, womit wir es hier zu tun haben. Wir gucken uns den Wagen vor der Wäsche an, allgemeiner Verschmutzungszustand und dann auch der Defektzustand. Viel Spaß, schau mal rein. Wir starten mit der gründlichen Wäsche. Hier haben wir uns entschieden, die Felgen runterzunehmen, hauptsächlich um das Felgenbett mal intensiv sauber zu machen, denn das sieht schon alles sehr festgebrannt aus. Dazu haben wir ein extra Video für euch gemacht, wie wir dabei vorgehen bei der intensiven Felgenreinigung im demontierten Zustand. Das war hier einfach deutlich einfacher, weil gerade wenn wir vielleicht doch mal mit einem sauren Felgenreiniger arbeiten, ist es besser, nicht die ganzen Achsteile und hinterliegenden Teile damit zu belasten. Deswegen erstmal alle Räder runter und des Weiteren kommt man noch gut ans Rathaus. Ist natürlich immer, ja, schön gemacht, aber hält nicht lange. Sobald der Kunde einmal 30, 40, 50 km/h fährt, ist da wieder alles voller Dreck. Aber wenn wir schon mal rankommen, geben wir uns da auch richtig Mühe. Wie gesagt, Felgen in diesem Video ausgeklammert, die haben wir separat intensiv gemacht. Hier sind sie jetzt schon wieder drauf für die weiteren Schritte, damit wir das Auto auch vernünftig hoch und runter fahren können und gut rankommen. Wir verwenden jetzt den Sonax Agrarreiniger, alle Produkte unten verlinkt in einer hohen Konzentration von 1:20. Deswegen hier aus dem manuellen Sprüher und nicht aus unserer Schaumkanone oder dem Hochdruckreiniger, damit wir optimale Wirkung haben. Aber Achtung, Einwirkzeit muss hier dringend beachtet werden, sonst hast du Probleme mit den eloxierten Aluleisten. Endanwender verwenden da lieber einen Sonax Multistar zum Beispiel oder einen anderen milden Reiniger. Das ist jetzt hier wirklich was für Profis. Der Reiniger muss relativ schnell wieder runtergespült werden. Das machen wir jetzt hier mit dem Hochdruckreiniger intensiv, arbeiten auch durch die Ritzen und Kanten durch. Und wer hier wissen will, wie viel Abstand du zwischen Material und einem Hochdruckreiniger bringen musst, einfach mal den Handtest machen, so nah wie du mit der Hand rankommen kannst. So ist es auch ungefährlich für deinen Lack. Das Schöne hier an der Lanze, die hat eine sehr feine Streuung. Das heißt, wir können hier sehr nah ran, haben wir natürlich vorher ausprobiert. Wenn du unsicher bist, lieber ein Stück weiter Abstand, 15 bis 30 cm ist auf jeden Fall die sichere Variante.
Aufgrund der starken Verschmutzung haben wir uns entschieden, die Einstiegsleisten zur Hilfenahme des Dampfreinigers und Pinsel zu reinigen. Funktioniert hervorragend. Wir haben gleichzeitig eine Schmutzlösung durch den heißen Dampf und die Mechanik, also die Reibung des Pinsels und durch die ständige Feuchtigkeit. Also wir nutzen hier nicht nur Dampf, sondern auch Heißwasser. Im Heißwasserspülverfahren mit dem Dampfreiniger sorgen wir für eine regelmäßige Gleiteigenschaft, damit wir auch den Dreck abspülen und nicht mit dem Pinsel durch die Gegend reiben, und dadurch verursachen wir wieder weniger Kratzer. Dann ging es an die Hauptwäsche. Wir haben zusätzlich zur Verstärkung des Reinigungseffekts ein saures Autoshampoo verwendet, Labo Cosmetica Purifica. Das sorgt dafür, dass wir zusätzlich mineralische Verschmutzungen lösen und den Schaum als Gleitmittel sozusagen für die Wäsche verwenden können. Das heißt, mehr Reinigung, mehr Schonung, und es macht einfach Spaß, mit Schaum zu waschen. Dann ging es ans Kneten. Man kann das auch mit Schaum machen. Wir haben uns jetzt hier für die manuelle Variante mit dem Sonax Scheibenklau einer roten Schleifknete entschieden. Man sieht, was da wirklich runterkommt. Das war jetzt hier die beste Variante. Wichtig bei Knete immer genügend Gleitmittel zu verwenden, damit die Knete gut rutscht und ihr keine allzu großen Knetspuren habt. Aber auch hier, meiner Meinung nach, ist Kneten immer nur was, wenn danach poliert wird, weil es entstehen selbst mit milder Knete immer eine gewisse Art von Knetspuren. Ja, Defektzustand lässt sich jetzt ganz gut betrachten. Wir schauen mal, womit wir es zu tun haben. Wie gesagt, leider wurde das Auto nicht allzu schonend gewaschen und wir haben hier echt einiges im Argen, tiefe Kratzer, und da müssen wir echt schauen, ob wir davon alles noch wegbekommen, denn jetzt geht es an die Lackaufgabe. Und hier mussten wir tatsächlich auch Gas geben. Sonax Hybrid Wool Pad, Labo Cosmetica Audace immer wieder auspusten. Wir brauchten wirklich den Cut, also den Abtrag. Aber auch da ganz wichtig, für dich selber immer einen Testspot machen, um zu gucken, was ist die am wenigsten aggressive Kombination, die dich zum Ziel bringt. Hier war es leider die große Keule sozusagen. Viel mehr haben wir nicht im Repertoire an Cut-Vermögen oder an Aggressivität. Deswegen mussten wir hier darauf zurückgreifen. War aber auf jeden Fall der sinnvollste Weg. Natürlich, wer am Ende sein eigenes Auto macht, kann auch mit mehreren milderen Schritten das gleiche Ziel erreichen. Das muss man immer im Einzelfall ausprobieren. Wichtig ist natürlich immer wieder das Ergebnis zu kontrollieren, den Lack zu entfetten und sich anzuschauen, sind wir da, wo wir sein wollen, und dann immer weiterzumachen. Und für euch jetzt jemand 50-50, ich glaube, man sieht massiv die Unterschiede, was hier nach dem reinen Schleifpoliergang schon an Defekten rausgeht. Ist wirklich ein schönes Ergebnis, kann sich sehen lassen, und in diesem Fall lohnt sich, glaube ich, die Aufbereitung. Wir haben jetzt hier nochmal eine Schippe draufgelegt für die Heckklappe. Das ist die Car System C5 Politur, die hat nochmal ein bisschen mehr Biss, weil die Heckklappe hat es wirklich richtig nötig gehabt. Deswegen konnten wir da nochmal so ein bisschen unsere Möglichkeit nach unten erweitern, also noch mehr Cut erzeugen. War aber wirklich eigentlich nur für die Heckklappe im Großen und Ganzen nötig. Dann ging es schon ans Finish und dann, ja, gleich zum Ergebnis. Hat uns viel Spaß gemacht, dieses Fahrzeug aufzubereiten und das für euch zu dokumentieren. Ich hoffe, ihr habt mal einen Eindruck bekommen, was man alles so tun kann, um so ein Auto wieder in
möglichst guten Zustand zu versetzen. Neuwagenzustand war nicht ganz drin, also einige tiefe Kratzer waren noch im Fahrzeug, aber insgesamt ein schönes Ergebnis. Am Ende jetzt die Finish-Bilder habe ich tatsächlich aufgenommen, weil manchmal ist das so, ihr wisst, Corona hin und her, da gibt es manchmal keine anderen Möglichkeiten, deswegen seht es uns nach, wenn die nicht ganz so umfangreich und so schön sind wie sonst. Genießt die Finish-Bilder, viel Spaß beim Nachmachen. Alle Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Nein, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!